warum steht dieses Mischpult hier in einem Video über KI und Tools? Anstatt so ein Riesenbrett jede Woche rauszuhauen, wollen wir auch mal einen ganz kurzen kleinen Hack teilen, der nützlich sein kann oder den ihr vielleicht einfach weiterleitet an jemanden, von dem ihr sagt, schau dir doch einmal diesen kleinen Hack an, vielleicht hilft dir das weiter, anstatt mich immer anzurufen. Genau deswegen steht es hier und das schauen wir uns heute an. Für mich ist eines der unterbewertetsten Features in ChatGPT der Advanced Voice Mode mit Videofunktion und mit Screenshare. Warum? Ihr könnt Dinge, die komplett neu für euch sind, lernen und euch durchführen lassen. Das Teil hier ist aber tatsächlich ein sehr seltenes Mischpult. Das wurde auch so nicht weitergeführt. Und wenn man so davor steht, das erste Mal, denkt man so, was ist das? Und wir sind beim Videodreh drüber gestolpert, als Tim, der gerade bei uns Praktikum macht, sagte so, keine Ahnung, was ich jetzt machen müsste. Und dann kamen wir drauf, dass man den Advanced Voice Mode mit Videofunktion nutzen kann, um sich durchführen zu lassen. Und das machen viel zu wenig Menschen. Und das liegt daran, dass es halt so ungewohnt ist, das zu tun. Dabei ist es ein verdammt geiles Feature. Wie komme ich da hin und was ist das ganz genau? Also, total simpel, ihr geht in ChatGPT, startet den Advanced Voice Mode, das ist hier unten der schwarze Knopf mit diesem Audiozeichen in der Ecke. Der ist dann da und fängt an, euch zu antworten, das wird er wahrscheinlich gleich tun. Und drückt einfach auf die Kamera. Und schon seht ihr hier den Raum. Man muss auch prompten in Echtzeit mit der KI und dann schauen, was man möchte und durchführen. Und das Ding kann natürlich trotzdem halluzinieren. Das heißt, es befreit euch nicht davor, im Kopf zu behalten, das ist immer noch eine KI, die kann immer noch halluzinieren. So, das sind diese typischen Themen. Gleichwohl, ich habe das eben mit Tim dann hier auch live gemacht. Der hat sich die Sachen erklären lassen. Hallo Tim, ja, ich kann dich gut hören. Alles in Ordnung bei dir? Ja, ich habe hier gerade Schwierigkeiten. Ich möchte ein DJ-Pult verstehen. Kannst du mir dabei weiterhelfen? Ich habe hier den Traktor Control S8 vor mir. Kannst du mir so mal bitte die wichtigsten Schalter und Hebler erklären, die ich benutzen muss? Gerne. Der Traktor Control S8 hat einige zentrale Bedienelemente. Oben findest du die Decks mit Displays für Track-Informationen. Darunter sind die Drehregler und Fader für die Kanalsteuerung. Die Performance-Pads unten nutzt du für Hotcues und Loops. Und die Touchstrips links und rechts helfen beim Scratching und Pitchbending. Also ich fand, das ist schon echt das war, ne? Also der hat das sogar mit den Strips. Das ist das einzige DJ-Pult, was es hat. Das wurde eingestellt in der Produktion, das hat jetzt keins mehr. Also halt super speziell, dass der das hier erklärt, ne? Ich fand das auch schon echt krass, wie schnell er mir das erklären konnte. Also das würde ich privat nutzen. So, und das heißt, du kannst wirklich, ohne Flachs, ne, du kannst dich da vorstellen, sagen, ich stehe hier jetzt auf einer Party davor, ich habe jetzt gerade echt Druck, wo fange ich an? Ja, das wäre vielleicht auch ganz geil, wenn man sagt, füll mich mal durch, ich will Musik jetzt zwischen zwei. Ich will mal anfangen damit. Und dafür ist der Case halt da, ne? Und das benutzt kaum jemand. Ich wusste gar nicht, dass das so gut möglich ist. Ich hätte nie gedacht, dass er das mir so gut erklärt. Und das ist für mich ein Riesenunterschied zwischen Cognitive Offloading, du sagst, mach mal fertig, versus ich arbeite damit er es mir erklärt. Krass. Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber das brauche ich nicht im Alltag. Nein, brauchen tut man das vielleicht alles nicht, aber es gibt vielleicht trotzdem Situationen, wo man es einsetzen kann und es gibt auch Menschen, für die ist es sehr hilfreich. Es gab in dem Video von OpenAI, als sie es präsentiert haben, das Beispiel von jemandem, der blind ist und sich dadurch hat durchführen lassen. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Ich bin tatsächlich durch Paris mit ein paar Kumpels von mir und die hatten sich die klassischen Stadtführertouren ins Ohr gemacht und ich fand die wirklich ganz furchtbar, muss ich sagen. Und ich habe dann den Advanced Voice Mode angemacht und auf Sachen gezeigt und mit einem französischen Akzent mich durch Paris führen lassen. Es gibt auch sinnvolle Beispiele. Ich stand noch vor einem Regal mit irgendwie gefühlt 40 Packungen Mehl und wollte wissen, auf Spanisch, welches brauche ich für Pfannkuchen, weil die Kinder am Schreien und Riesendrama und ich nur, okay, welches für Pfannkuchen, erzähl's mir und führ mich bitte genau hin. Der Punkt ist der, es ist ein zusätzlicher Modus, um in bestimmten Situationen Sachen zu lösen, wo ihr sagt, ich komme nicht weiter, aber vor allem auch, und das ist für mich der viel entscheidendere Punkt, um Sachen zu lernen. Das heißt, wenn ihr vor etwas sitzt und ihr kommt nicht weiter, habt ihr plötzlich jemanden einfach an der Seite, wo ihr sagt, guck dir das bitte mal an. Ich mache das schon, wenn ich zum Beispiel code, ich bin kein gelernter Coder, aber ich sage, ich sitze vor einem Thema,
Screenshot, hilf mir mal kurz bei dem Thema. Und mir geht es weniger darum, den perfekten Code zu haben, als mehr zu verstehen, was macht man da. Und dafür setze ich es ein. Und das ist einmal mit der Kamera sehr hilfreich, in jedweder Alltagssituation. Und das andere ist der Screenshare-Modus, den ihr am Handy eben auch habt. Das heißt, ihr könnt irgendwas öffnen, irgendeine Website. Ihr müsst vielleicht ein Formular ausfüllen, eine super komplizierte Anmeldeseite von irgendeiner Behörde oder im Ausland, was ihr nicht lesen könnt. So, und jetzt ist natürlich das Ding, ihr könnt einen Screenshot von der Seite machen und die in ChatGPT laden. Also der Use Case sollte sein, ihr geht über eine Website und es ist etwas Komplexeres und versteht nicht, was muss ich wo ausfüllen. Und stellt euch vor, ihr wollt ein Gewerbe anmelden oder ihr habt Steuerfragen oder keine Ahnung. Es gibt manchmal auch Seiten mit Tests, wo man Fragen stellt, wo man sagt, so, okay, ja, die soll man selber ausfüllen, aber ich brauche zumindest mal ein bisschen Schützenhilfe an der Seitenlinie. Ich sage nicht, dass man Tests damit ausfüllen soll, ne? Also ganz klar. Nein, keine gute Idee. ChatGPT sieht, was ihr seht und ihr könnt euch durchführen lassen. Beispielsweise, ihr wisst irgendwelche Einstellungen nicht, die ihr machen müsstet, geht in das Menü und lasst euch durchführen und das gucken wir uns einmal an. Siehst du meinen Bildschirm? Ja, ich sehe deinen Bildschirm. Ich möchte wissen, wie ich dreimal Tippen auf dem Telefon aktiviere, um einen Kurzbefehl zu aktivieren. Ich finde das nicht. Kein Problem. Um den Kurzbefehl per 3-mal Tippen zu aktivieren, gehe zu Bedienungshilfen in den Einstellungen und wähle Tippen aus. Dort kannst du 3-mal Tippen konfigurieren und den gewünschten Kurzbefehl zuweisen. 3-mal Tippen finde ich aber nicht hier auf der Seite. Scroll einfach ein bisschen weiter nach unten. Dort solltest du die Option auf Rückseite tippen sehen. Wähle sie aus und dann kannst du den Kurzbefehl für 3-mal Tippen konfigurieren. Ich sehe, dass du in den Bedienungshilfen bist. Scrolle weiter nach unten und wähle auf Rückseite tippen. Genau hier kannst du 3-mal Tippen ausstellen. Es ist halt noch am Anfang. So, und es wird noch viel zwischengeredet und es ist noch nicht perfekt. Denkt einfach nochmal dran, wie krass das ist, dass es halt vor 2 Jahren sowas noch gar nicht gab und noch überhaupt nicht funktioniert hat. Und es ist was völlig anderes aus einem Base-Model, was GPT-4 immer noch ist, einen solchen Assistant zu machen. Es ist alles basierend auf GPT-4. Das sind nicht alles irgendwelche komplett neuen Modelle. Klar könnt ihr jetzt sagen, ja, brauche ich fast nie. Aber es gibt so Momente, wo man sagt, ich habe da wirklich keine Zeit und auch keinen Nerv für. Und wenn mich jemand an die Hand nehmen würde, dann würde ich es machen. Und genau für solche Momente ist es da, einen Tutor an der Seite zu haben, der solche Dinge weiß. Achtet nur drauf, ihr müsst auch hier sauber prompten oder die KI beim Sprechen halt unterbrechen. Jetzt sind die Jungs schon am Schneiden und natürlich fällt mir wieder was ein, denn ich will euch nicht ganz rauslassen mit einem Gedanken nach vorne, warum das so spannend ist. Also, tatsächlich müsst ihr euch vorstellen, haben wir auch irgendwann mal angefangen, das erste Mal einen Computer mit einer Maus zu bedienen oder ein iPhone mit Wischen. Und das sind alles ganz normale Formen der Interaktion. Und genau so beginnt es jetzt, dass wir halt mit einem Computer aufgrund von Large Language Models mit ganz normaler Sprache interagieren können, sagen können, siehst du, was ich sehe, können wir mal drüber sprechen. Und das ist alles noch der Anfang. Das ist genauso wie die ersten Mäuse im Computer alle noch ruckelig waren. Das Interessante ist aber, was wird damit möglich sein? Und ich bin über einen Podcast gestolpert von Mustafa Suleyman, das ist der KI-Chef von Microsoft, letztes Jahr irgendwann im November oder Dezember, ist auch gar nicht so wichtig. Und der hat das nochmal sehr gut erklärt, wie er sich die Zukunft vorstellt mit Mensch-Maschine-Interaktion. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das ist so noch neu und unnormal, dass man sich daran gewöhnen muss. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auf der anderen Seite fühlt es sich so normal an, einem Rechner zu sagen, du, kannst du mal gerade drauf schauen, können wir das mal kurz besprechen, so wie mit einem anderen Menschen eben auch, dass man irgendwann wahrscheinlich sagen wird, wie habt ihr das vorher gemacht? Und den Gedanken würde ich gerne noch mit reingeben. Also, wenn ihr sagt, ist ein kleiner Hack, yes, auf jeden Fall, aber es ist mehr, was noch dahinter steht und was noch in Zukunft kommen wird. Insofern, hier kommt der Ausschnitt, kann ich sehr empfehlen, guter Podcast. We are on a mission to create a true AI companion, and to me, an AI companion is one that can hear what you hear, and see what you see, and live life essentially alongside you. Ich hoffe, dass auch der kleine Hack hier für euch hilfreich war. Es muss nicht immer irgendwie the big next thing sein. Und es gibt ansonsten, wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, 500 andere YouTube-Videos hier im Kanal. Könnt ihr alle durchgehen. Wir machen das schon eine ganze Weile. Und wenn ihr euch fragt, ob ich mit diesem Teil hier auflegen kann, ja, dann macht euch doch mal auf die Suche im Internet. Es gibt auf jeden Fall Videos dazu, wo das stattfindet.